Hi, ich bin der Kai und wahrscheinlich kennst du auch das Problem von Anlagenstillständen oder Maschinenausfällen, die herbeigeführt wurden, zum Beispiel durch Feuchtigkeit in irgendwelchen Klemmkästen oder aber auch durch Isolationsprobleme bei Motorenwicklungen oder geknickte Kabel, bei denen bereits die Isolierung geschmort ist. Was wir als Elektrokonstrukteure tun können, um Betreiber solcher Anlagen zu unterstützen, das Ganze rechtzeitig zu detektieren, dafür bin ich heute nach Grünberg zu Bender gefahren und treffe mich hier mit Jens. Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Sag doch mal kurz 3 Sätze zu dir und natürlich auch zur Firma Bender. Ja, herzlich willkommen Kai, vielen Dank. Mein Name ist Jens Bickel, ich bin Vertriebsleiter für den Bereich Industrie in Deutschland und arbeite für die Firma Bender, die elektrische Sicherheit seit über 80 Jahren in unterschiedlichen Lösungen in Deutschland und weltweit anbietet, für geerdete und ungeerdete Netze. Heute wollen wir uns aber mit den geerdeten Netzen beschäftigen, mit der Differenzstrommesstechnik. Differenzstrom-Messtechnik ist natürlich ein spannendes Thema. Kannst du aber vielleicht trotzdem mal kurz erklären, was man darunter versteht und wie das funktioniert? Der Strom, der in ein Betriebsmittel hineinfließt, der fließt auch wieder heraus. Wenn ein Isolationsfehler für eine Differenz sorgt, dann sorgen wir mit unserer Messung, der Differenzstrommessung, dieses zu erkennen und zu monitoren. Das ist natürlich eine super Sache, vor allen Dingen für Anlagenbetreiber, denn Isolationsprobleme treten ja häufig nicht sofort auf, sondern sind ja ein schleichender Prozess. Zum Beispiel, wie ich eben schon mal gesagt habe, durch Feuchtigkeit in irgendwelchen Klemmkästen. Das heißt, ihr habt hier eine Lösung, um den Betreiber vor ungeplanten Ausfällen zu schützen, richtig? Du bringst es genau auf den Punkt, dafür sind wir da. Diese schleichenden Isolationsfehler, die sind das Problem. Ein krasser Erdschluss sorgt für eine Abschaltung, das machen die Schutzorgane. Der schleichende Fehler wird durch unser Monitoring festgestellt. Ja, Jens, dann zeig uns doch hier einmal, aus was ein gesamtes System zur Differenzstromüberwachung besteht. Wir fangen mal an beim Messstromwandler, der ist altstromsensitiv. Dann gehen wir rüber zum neuen Smart Detect RCMS 425D. Das ist das ganz neue Produkt, was sogar ein Display hat. Das kann ich für Einzel- und Insellösungen gebrauchen. Von dort aus geht die Information über den Kommunikationsbaustein dann in die GLT. Und das ist alles, was du brauchst. Also in Summe 3 Bauteile. Exakt. Für uns als Elektrokonstrukteure, speziell für meine Community natürlich wichtig, stellt ihr uns die E-Plan-Daten zur Verfügung? Ja, du findest sie auf dem E-Plan-Daten, auf der E-Plan-Datenbank und bei uns auf der Homepage. Perfekt. Vielleicht ist für die Schaltschrankbauer noch interessant, dass man hier schön sieht, dass ein Stromkreis durch einen Wandler geführt wird. Das heißt, egal ob ich jetzt einen 230 Volt einphasigen Stromkreis habe oder halt einen 400 Volt dreiphasigen, immer ein Stromkreis wird durch einen Wandler geführt. Genau, und das neue Smart Detect RCMS 425 ist vierkanalig, so kannst du 4 Stromkreise über ein Gerät überwachen. Wenn ich mir jetzt überlege, so ein Gerät zu parametrieren oder einzusetzen, wie kann ich das Ganze machen? Wie funktioniert hier die Parametrierung des Gerätes? Entweder kann ich das vor Ort an dem Gerät selber, wenn ich eine Insellösung habe, parametrieren, oder ich mache das Ganze über diesen Kommunikationsbaustein, den ich über eine IP-Adresse erreiche. Das ist dann komfortabel vom Schreibtisch aus möglich. Das heißt, ich gehe über die IP-Adresse des Kommunikationsbausteins, brauche keine Software zu installieren und kann dann darüber die einzelnen Sensoren aufrufen und die Messwerte einstellen. Wenn ich jetzt keine Browserlösung habe, sondern vor Ort bin, du hast ja gesagt, man kann auch vor Ort einstellen, habe ich dann Dipschalter, Drehschalter? Oder? Ja, aber zusätzlich ein FC, was du schon vorgestellt hast. Dann kann ich über die Bender App, über die Bender Connect App, das komfortabel einstellen, sogar im abgeschalteten Zustand. Ich kann also das unbestromte Gerät parametrieren. Das ist eine Besonderheit am Markt, das ist einzigartig. Ja, jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, wer schon Bauteile einsetzt, die über NFC parametriert werden. Seid ihr da eher skeptisch oder nutzt ihr die neue Technologie schon? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und außerdem seid mal ehrlich, wer von euch hat bei einer Isolationsprüfung schon mal ein Bauteil zerschossen? Ein weiteres Thema ist natürlich die regelmäßige Prüfung der Anlage, die auch vorgeschrieben ist. Kannst du uns auch hierzu mal ein bisschen was sagen? Vor allen Dingen, wo kommt das eigentlich her, die Anforderung?
Ja, die kommt aus der DGUV V3 und auch aus der Norm. Und auch das Energiewirtschaftsgesetz legt darauf Wert, dass Anlagen überwacht werden und nicht gefährlich werden. Das Problem daran ist nur die Isolationsmessung. Wenn ich eine Isolationsmessung durchführen möchte, muss ich die elektrische Anlage abschalten. Das bedeutet Ausfallzeiten, das bedeutet, dass ich danach die Anlage zerlege in Einzelteile und immer dann, wenn ich sie zerlege, besteht die Gefahr, dass ich sie nicht wieder vernünftig zusammenbauen kann, dass dadurch der Sternpunkt offen bleibt. Dann habe ich 400 Volt statt 230 Volt auf meinen Betriebsmitteln, die werden dadurch zerstört. Und deswegen gehen viele Betreiber da gar nicht ran an dieses Thema. Mit dem neuen Smart Detect System, Differenzstrommessung von Bender, kann ich das umgehen, indem ich die Anlage permanent überwache und brauche dann nicht mehr diese Prüfung, die Isolationsmessung durchzuführen. Klar, das ist ein großer Vorteil. Ich selbst habe schon viele Isolationsmessungen gemacht. Hier gibt es ja gewisse Prüfspannungen, die man einhalten muss und dabei zerschießt man natürlich dann regelmäßig die Elektronik und die permanente Messung, ja, überwacht natürlich dann permanent und nicht nur an dem einen Tag. Ja, und sie überwacht auch die Betriebsmittel, die ich bei der Prüfung ja ausnehme, weil ich sie abklemme. Das heißt, ich überwache bis zur Wicklung des Motors durch den Umrichter hindurch, wenn ich einen Antrieb habe, und habe dementsprechend 24 Stunden das ganze Jahr über an jedem Tag die volle Verfügbarkeit. Wie sieht's aus, wenn ich Maschinenbetreiber bin oder Maschinenhersteller bin, der weltweit liefert? Habt ihr da Zertifikate für eure Produkte, zum Beispiel CE, UL? Ja, das ist für uns selbstverständlich, dass wir CE-zertifiziert sind, auch unsere Produkte. Wir haben eine UL-Zulassung für verschiedene Produkte und dementsprechend sind wir weltweit einsetzbar. Unser Vertriebsnetz ist auch weltweit, unser Servicenetz ist weltweit, also wir können dir da auch weiterhelfen. Wenn ihr noch weitere Informationen zu den Produkten sucht oder mit Bender in Kontakt treten wollt, verlinke ich euch das Ganze mal unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und sage Tschüss von Kai und Jens.